Im letzten Video haben wir eine Neuinstallation von MX Linux durchgeführt und jetzt wollen wir es für MetaTrader verwenden. Also müssen wir ein paar Dinge installieren. Zuerst wollen wir ein Update durchführen. Sie können dies im Terminal oder über eine grafische Oberfläche tun, die sich dann automatisch öffnet. Aber für den Moment werde ich es im Terminal machen. Ja, ich möchte fortfahren und das könnte eine Weile dauern. Ich muss WinBind installieren. Ich muss Wine installieren. Versuchen wir WineCFG und wir sehen das kleine Fenster hier. Im Grunde genommen funktioniert es. Installieren wir nun Winetricks und mit Winetricks können wir das Windows Service Pack 4 herunterladen, das ebenfalls erforderlich ist. Gehen wir nun auf die MetaTrader 5 Website. Wir möchten den Linux Download wählen, der Ihnen im Grunde eine grafische Installationsbeschreibung, aber keinen Download anzeigt. Wenn wir jedoch auf Download für Windows klicken, erhalten wir hier die Exe-Datei. Diese befindet sich im Ordner Downloads. Ich verwende Play on Linux. Sie finden es im MX-Paket-Installationsprogramm und können es hier mit den empfohlenen Paketen installieren, so wie ich es jetzt tue. Das ist ein grafisches Frontend für das, was wir im Terminal gemacht haben. Oder Sie können es im Terminal mit diesem Befehl ausführen. Und jetzt wird angezeigt, dass es bereits installiert ist. Öffnen wir also die Play on Linux Installation hier. Ich wähle installieren, was hier nicht aufgeführt ist. Weiter. Manuelle Installation. Ich möchte ein neues virtuelles Laufwerk erstellen. Lassen Sie uns fortfahren. Nennen Sie das Laufwerk MT5. Fahren Sie fort. Ich möchte Wine konfigurieren. Klicken Sie auf Weiter. Dies ist eine 64-Bit-Installation. Jetzt wird ein virtuelles Laufwerk auf meinem virtuellen Server erstellt. In der Vergangenheit musste ich die Version für WinHTTP ersetzen. Nun sagen wir OK. Wählen Sie die Installationsdatei für MetaTrader, also MT5 Setup. Fahren Sie fort. Und hier ist der Installationsassistent. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das sieht gut aus. Wir sehen einen Fortschrittsbalken. Und sobald dies abgeschlossen ist, wird wahrscheinlich eine frische MetaTrader 5 Installation auf unserem neuen virtuellen privaten Server mit MX Linux erscheinen. Ja, da haben wir es. Tatsächlich wird jetzt ein frisches Konto eingerichtet, das aktiviert wurde, ohne dass Sie etwas dafür getan haben. Und in diesem kleinen Video haben Sie gelernt, wie man MetaTrader tatsächlich auf einem Linux-PC installiert. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.